Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge von Michaels Modellbaustube. Heute möchte ich euch den Hersteller Mini-Art kurz etwas näher bringen. Also, bis gleich! Ja, das letzte Video aus dieser Reihe, das ist auch schon wieder ein bisschen länger aus. Und daher habe ich mir gedacht, es wird wieder mal Zeit, euch den Werdegang eines Modellbauherstellers und dessen Vor- und Nachteile etwas näher zu bringen. Wer die restlichen oder die anderen Teile aus dieser Reihe noch nicht kennt, der findet die Playlist dazu in der Infobox und natürlich in der Videobeschreibung. Und eines noch vorweg, ganz wichtig, es geht hier um Modellbau, nicht um Politik, darum werden solche Kommentare sofort gelöscht. Bevor es losgeht, da wird noch schnell der Klugscheißer-Modus aktiviert. So, sitzt, passt und hält. Mini-Art ist eine relativ junge Firma, da sie erst 2001 in Simferopol gegründet worden ist. Die Stadt liegt in der Ukraine, genauer gesagt auf der Halbinsel Krim. 2 Jahre nach der Gründung, da ist auch schon das erste Modell auf den Markt gekommen, und zwar handelt es sich dabei um die Figurengruppe Soviet Infantry on the March in 1:35. Dieser Bausatz wird aber mittlerweile nicht mehr produziert. Och nee. 2004, da hat man dann das Sortiment um historische Figuren in 1:16 und Burgen und Gebäude in 1:72 erweitert. Spannend finde ich hier, dass man da großteils dem Spritzgussverfahren, also dem normalen Modellbau, treu geblieben ist und keine tiefgezogenen Teile oder Resin nutzt, wie man da bei dem Kürassier jetzt gut sehen kann. 2005, da stellte Mini-Art das erste Mal auf der Nürnberger Spielwarenmesse aus und 1 Jahr später wurde das erste Fahrzeug in 1:35 präsentiert. Und zwar der T70M mit Crew. Ebenfalls ein Bausatz, der nicht mehr produziert wird. Schnell wuchs dann das Sortiment im beliebten Militärmaßstab 1:35 an und es kamen neben Fahrzeuge noch Gebäude, Figuren und Accessoires dazu. Wir schreiben das Jahr 2014. Die Krim wird annektiert und Mini-Art sieht sich gezwungen, die Produktion einzustellen und sich einen neuen Standort zu suchen. Somit verlegt man den Hauptsitz jetzt in die ukrainische Hauptstadt Kiew. Nach eigenen Aussagen war das aber kein Nachteil, sondern hat ihnen geholfen, neue Ideen in die Tat umzusetzen. Und somit wurde das Sortiment im Militärmaßstab 1:35 massiv ausgebaut und auch zivile Themen kamen dabei zum Zug. Ja, und 4 Jahre später, da entschied man sich, die What If Collection aus der Taufe zu heben. Dabei handelt es sich hauptsächlich um militärische Gerätschaften, die es so nie gegeben hat, beziehungsweise nur als Blaupausen existierten. Gemäß Homepage vom Hersteller sind es momentan 6 Bausätze, die es da gibt. Ja, und heute hat sich Mini-Art als fixer Bestandteil vieler Modellbauerinnen und Modellbauer etabliert. Gemäß eigenen Aussagen oder gemäß Homepage vom Hersteller gibt es momentan ca. 300 Bausätze in den verschiedensten Kategorien. Und ein Fun Fact noch, wer lieber mit Perlen stickt, der findet bei Mini-Art Crafts genau das Richtige. Den Link zu diesem Ableger, den findet ihr in der Videobeschreibung. So, das war ein kurzer Ausflug durch die Geschichte von Mini-Art. Sehen wir uns jetzt noch die Vor- und Nachteile an. Mini-Art bietet ein Riesensortiment, was 1:35 angeht. Neben Fahrzeugen bieten sie Figuren, Gebäude und alle möglichen Accessoires an. Historische Figuren in 1:16, Flugzeuge in 1:48, die Gebäude in 1:72 und Traktoren in 1:24 runden das Sortiment ab. Der Detailgrad, der ist sehr hoch und die Verfügbarkeit ebenfalls. Großer Pluspunkt ist auch, dass sie Dinge anbieten, die man in dieser Form oder in dieser Ausführung nicht bekommt. Als Nachteil sehe ich aber den hohen Schwierigkeitsgrad an. Ich selber habe ja schon dieses European Tram gebaut und war sehr froh, dass ich damals schon
ja, einiges an Erfahrung im Modellbau sammeln habe können, sonst wäre ich da aufgeschmissen gewesen. Auch andere Bausätze, die ich bisher begutachten durfte, haben eine sehr hohe Teileanzahl, was natürlich dann auch in fummeliger Fleißarbeit ausarten kann. Daher würde ich Mini-Art nicht für Anfänger empfehlen. Das ist jetzt aber Kritik auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Ja? Nicht falsch verstehen. Ich finde den Hersteller super. Mein Fazit daher für Freunde des Militärmodellbaus in 1:35, da ist Mini-Art eigentlich genau das Richtige. Da bekommt man alles, was das Herz begehrt. Und für diejenigen, die einmal in das Thema ein bisschen eintauchen wollen, da lohnt sich der Blick in den Karton ebenfalls. Vorausgesetzt eben, man beachtet die hohe Teileanzahl. Ja, und wer von euch baut regelmäßig Mini-Art-Bausätze, beziehungsweise welchen Modellbauhersteller darf ich euch ein anderes Mal näher bringen? Schreibt es alles in die Kommentare. Ja, und bis zum nächsten Mal, da wünsche ich euch wie immer eine gute Zeit und viel Spaß beim Modellbau. Euer Michael.